It's a beautiful car. So once we saw that car, every engineer believes that we have to build it. Es war der Moment, den niemand erwartet hatte. Und Elon Musk hat ihn definitiv nicht kommen sehen. Ein mutiger Schritt des Nissan-Chefs hat die Welt der Elektrofahrzeuge erschüttert und den Tesla-Titan absolut sprachlos gemacht. Oder eher wütend. Sind Sie der Meinung, dass Nissan soeben den EV-Markt für immer verändert hat? 1 für Ja, 0 für Nein in den Kommentaren. Auf dem jährlichen Global EV Summit, auf dem Autohersteller ihre kühnsten Innovationen vorstellen, waren alle Augen auf Tesla gerichtet. Das heißt, bis der CEO von Nissan, Makoto Uchida, die Bühne betrat. Die Zukunft liegt nicht im Hype, sondern in der Zugänglichkeit, der Zuverlässigkeit und der Bereitstellung dessen, was die Menschen tatsächlich brauchen. Dann kam der Schock. Nissan stellte ein elegantes, vollelektrisches Kompaktmodell vor, das nur 12.800 US-Dollar kostet, voll ausgestattet. Und ja, das ist echt. Elon Musks Tesla's Disruptive Electric Vehicle Challenge. Elon Musks Tesla hat sich über 20 Jahre lang wie ein Lauffeuer verbreitet. Schnell, laut und unausweichlich. Es war entweder alles oder nichts. Fordere die Welt heraus, mit dir Schritt zu halten. Missachte die Regeln und brenne die Brücke hinter dir ab. Und diese Taktik war eine Zeit lang erfolgreich. Obwohl Tesla nur einen kleinen Teil der Autos herstellte, die von etablierten Herstellern wie Toyota und Nissan produziert wurden, stieg das Unternehmen zum wertvollsten Autohersteller der Welt auf. Doch während Tesla seinen Aufstieg vollzog, spielte sich im Hintergrund etwas viel Unauffälligeres ab. Toyota befand sich in einem neuen, tieferen, langsameren und weitaus riskanteren Spiel. Nissan investierte Milliarden in die Forschung an Festkörperbatterien, während Elon auf der Bühne kühne Ankündigungen machte und mit Stahlkugeln die Scheiben von Cybertrucks einschlug. Sie verschafften sich eher einen Vorteil, als dass sie versuchten, Aufmerksamkeit zu erregen. Nissan schloss langfristige Lieferverträge ab und baute seine hochmodernen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in Japan, den USA und Europa aus, während Tesla sich auf die Aufmerksamkeit der Presse und die vierteljährlichen Lieferziele konzentrierte. Nachdem Nissan das Chaos der frühen Einführung von Elektroautos miterlebt hatte, begann das Unternehmen mit der Entwicklung der nächsten Phase, die die Bedeutung von Teslas Vorsprung zunichte machen sollte. Japan setzte auf Ausdauer, Elon auf Geschwindigkeit. Und diese Wette zahlte sich nun aus. Die Auswirkungen des Ausstiegs von Tesla auf den Automobilsektor. Elons ostentative Produkteinführungen verdeckten eine düstere Realität. Die eigentlichen Innovationen von Tesla sind ins Stocken geraten. Nissan und Toyota hingegen haben ihre Innovationen wie Munition gehortet, um auf die Marktreife zu warten. In voller Aktion war dies ein langes Spiel. Und die Ironie dabei, die Welt wurde darauf konditioniert, von Elon Innovationen zu erwarten. Aber jetzt wurde diese Erwartung erfüllt, wenn auch nicht von ihm. Nissan feilte in der Zwischenzeit an der Klinge, die als nächstes getroffen werden sollte. An der Spitze glaubte Tesla, allein zu sein. Doch die Giganten sind aufgewacht und wollen nicht mehr zusammenarbeiten. Ihr Ziel ist die Eroberung. Teslas verfallende Geräte. Die Brüche waren anfangs nicht laut. Sie erschienen als Gemurmel. Eine Tür, die nicht richtig geschlossen war. Regen ließ eine Stoßstange abplatzen. Ein Touchscreen, der wegen eines Schneesturms eingefroren war. Doch aus dem Gemurmel wurde schnell ein Chor von wütenden Reddit-Beiträgen, Beschwerden, Rückerstattungen und viralen YouTube-Videos. Einst als technisch versierter Emporkömmling der Automobilindustrie gepriesen, ist Tesla nun wegen einer Reihe von Qualitätsmängeln in Verruf geraten. Verbraucher, die früher Schlange standen, um Geld einzuzahlen, warnten nun andere davor, denselben Fehler zu begehen. Tesla-Autos sind unter anderem wegen falsch ausgerichteter Paneele, mangelhafter Lackierung und Feuchtigkeitseinschlüssen in den Rücklichtern berüchtigt. Für Inkonsequenz, nicht für Originalität. In Online-Autoforen hat sich der Begriff Tesla Fit and Finish von einer Quelle des Stolzes zu einem gängigen Witz entwickelt. Schlimmer noch, die Marke Tesla basierte auf der Vorstellung, dass hohe Standards durch Hochtechnologie ersetzt werden. Der Wechsel von physischen Controllern zu einer reinen Touchscreen-Oberfläche sollte futuristisch wirken. Für viele Fahrer wurde dies jedoch bald zu einer Belastung. Es war nun notwendig, während der Fahrt durch mehrere Bildschirmmenüs zu navigieren, um grundlegende Aufgaben wie das Einschalten der Scheibenwischer oder die Änderung der Temperatur zu erledigen. Was einst als stilvolle Einfachheit gepriesen wurde,
ist heute überflüssig. Während Tesla-Kunden mit eingefrorenen Bildschirmen und Systemausfällen kämpften, fuhren Nissan und Toyota-Autos stillschweigend mit ihrem normalen Betrieb weiter. Die Arbeit. Neue Türklinken-Livestreams und dramatische Enthüllungen gab es nicht. Nur technische Präzision. Lücken in den Paneelen schließen. Innenräume, die Sinn machen. Darüber hinaus schienen die Zahlen von Tesla aufgrund der Kundenzufriedenheit ein Nachspiel zu haben. Vor allem Toyota hatte sich einen guten Ruf für seine Zuverlässigkeit erworben. Nissan bewahrte eine jahrzehntelange Produktionskontinuität, während die Einführung von Elektroautos langsamer vonstatten ging. Dies waren nicht nur technische Rückschläge für Tesla, sie dienten als Metapher. Eine Revolution wurde von der Marke versprochen. Stattdessen teilten die Käufer innerhalb weniger Monate nach der Auslieferung plötzlich Videos, die Rostflecken und defekte Türsensoren zeigten. Was das großartigste Auto der Welt hätte sein sollen, fühlte sich plötzlich an wie ein frühes Beta-Produkt und sah auch so aus. In der Tesla-Zentrale brachen die Dinge jedoch noch schneller zusammen. Um diese Geschichte genau zu recherchieren, haben wir undichte Stellen in der Produktion. Gespräche mit Investoren und Patente durchforstet. Klicken Sie auf Abonnieren, um die wahre Geschichte hinter den Schlagzeilen zu erfahren. Es fühlte sich wie ein Erdbeben bei Tesla an, wenn die Öffentlichkeit dachte, das Unternehmen sei unsicher. Ehemals engagierte Ingenieure liefen über, einige wechselten zu etablierten Autoherstellern. Andere wurden von chinesischen Herstellern wie Build Your Dreams, Toyota und Nissan abgeworben. Mit jedem Quartal, das verging, drehte sich die Drehtür der Talente schneller. Unerwartete Massenentlassungen traten auf. Eine Abteilung lief einen Tag lang reibungslos. Und dann war sie weg. Die Mitarbeiter sprachen von einer Kultur des Schreckens, des Burnouts und von strengen Fristen, die von der Geschäftsleitung gesetzt wurden, um in aller Eile Fahrzeuge zu produzieren, die die Inspektion nicht bestanden hatten, oder Software einzusetzen, die noch nicht fertig war. Whistleblower begannen, ihre Sicherheitsbedenken zu äußern. Übereilte Produktionspläne und eine giftige Atmosphäre, die durch irrationale Erwartungen genährt wurde. Die Lage verschlimmerte sich, als die Führung wechselte. Einige hochrangige Führungskräfte verließen das Unternehmen im Geheimen, während andere öffentliche Erklärungen abgaben. Loyalisten, Kostensenker oder in einigen Fällen überhaupt niemand traten an die Stelle derjenigen, die zuvor zum Aufstieg von Tesla beigetragen hatten. Das Unternehmen, das zunächst wie eine bahnbrechende Neugründung aussah, wurde zu einem unorganisierten Imperium, das durch ein verzweifeltes Branding zusammengehalten wurde. Die Arbeitsmoral der Mitarbeiter auf den unteren Ebenen sank. Einige Mitarbeiter verglichen ihre Erfahrungen bei Tesla mit der Gefangenschaft. Andere wählten Übernahmen als Strategie zur Stressreduzierung. Es war von einem der spannendsten Arbeitsplätze der Welt zu einem der unberechenbarsten geworden. Und die Welt begann, davon Notiz zu nehmen. Der Schlüsselmoment am Markt. Die Wall Street zieht sich zurück. Das Glanzstück des Aktienmarktes war Tesla. Es war mehr als nur ein Fahrzeughersteller. Es war eine Bewegung, ein Energieunternehmen und ein Technologiekonzern. Aktienwerte ändern sich jedoch im Laufe der Zeit. Die Geschichte begann gegen Ende 2024 zu bröckeln. Die Auslieferung verlangsamte sich. Die Produktionsziele wurden nicht erreicht. Es war eine stotternde Hype-Maschine. Nach der Begeisterung über jeden Tweet von Musk begannen die Anleger, an den Grundlagen zu zweifeln. Die Gewinne waren nicht mehr zu sehen. Wo fand die Umsetzung statt? Die Herabstufungen der Analysten begannen zuzunehmen. Action von Hedgefonds, die Musk zuvor verehrt hatten, wurden stillschweigend abgestoßen. Die gleichen Organisationen, die zum explosiven Wachstum von Tesla beigetragen hatten, schützten das Unternehmen nun vor dem Zusammenbruch. Betrachten Sie im Gegensatz dazu Nissan und Toyota. Sie hatten keine faszinierenden Aktien. Sie erregten nicht die Aufmerksamkeit der Medien, aber sie waren beständig. Stetiges Einkommen, stetiges Wachstum, weltweite Produktionskapazität. Und heute die Vorherrschaft der Festkörperbatterien. In einem Markt, der auf der Suche nach sicheren Anlagen war, erschien Boring plötzlich großartig. Währenddessen begann Tesla zu schwanken. Jedes Mal, wenn es eine Gewinnmitteilung gab, schwankte die Aktie. Jede Softwareverzögerung, jeder Ausbruch des CEO in der Öffentlichkeit. Einst der ultimative Wachstumswert, wurde er nun als riskante Spekulation betrachtet. Dann gab Japan den ersten richtigen Schuss ab. Die Endbatterie des Spiels. Die Entwicklung von Elektrofahrzeugen, Festkörperbatterietechnologie bei Nissan und Toyota.
Viele Jahre lang herrschte in der Elektroautoindustrie ein weit verbreiteter Glaube. Der König war der Lithium-Ionen-Akku. Man war sich seiner Grenzen wohl bewusst. Lange Ladezeiten, begrenzte Lebenserwartung, kostspielige Lieferungen. Das war jedoch das Beste, was die Branche tun konnte. Alle Autohersteller, einschließlich Tesla, stimmten diesen Kompromissen zu. Einige bemühten sich, die Abrechnungssätze zu erhöhen. Andere konzentrierten sich auf die Reichweite. Keiner wagte es jedoch, die Grundlage selbst in Frage zu stellen, bis Toyota und Nissan Maßnahmen ergriffen, die alle anderen für unmöglich hielten. Sie ersetzten die Batterie vollständig. Es gab keine Aufregung um den Durchbruch. Die Keynote war nicht dramatisch. Kein Countdown auf Twitter, kein Stunt, bei dem Glas zerspringt. Sie kam unauffällig als Festkörper-Batterietechnologie. Diese Entwicklung war so dramatisch, dass die Lithium-Ionen-Batterie allmählich dem kohlebefeuerten Dampf ähnelte. Diese neuen Batterien waren mehr als nur eine kleine Verbesserung. Sie waren revolutionär. Es würde weniger als 10 Minuten dauern, sie vollständig aufzuladen. Sie würden fast 30 Jahre lang nicht verrotten. Sie waren sicherer, da es keine Verbrennungsgefahr oder thermische Entgleisung gab. Außerdem waren sie kostengünstiger und umweltfreundlicher in der Herstellung, da sie weniger seltene Erden verbrauchten. Toyota und Nissan arbeiteten heimlich hinter verschlossenen Türen an der Entwicklung dieser Lösung, während der Westen Bedenken hinsichtlich der Reichweite äußerte. Toyotas Forschungszentren in Japan arbeiteten jahrelang daran, die Lithium-Metall-Grenzflächen zu stabilisieren, die Bildung von Dendriten zu minimieren, die Festkörperformel zu verbessern und das Rätsel des Wärmemanagements zu lösen, das die Batterieforscher mehr als 10 Jahre lang vor ein Rätsel gestellt hatte. Nissan hingegen entwickelte die Strategie der Plattformintegration und konstruierte ein Fahrzeugdesign, das auf Skalierbarkeit in der Fertigung und auf Festkörpereffizienz ausgerichtet ist. Die beiden japanischen Giganten entschlüsselten den Code gemeinsam. Außerdem schnitt der von ihnen vorgestellte Funktionsprototyp besser ab als Tesla. Es war peinlich. Nach allen Maßstäben waren die Batterien von Tesla jetzt schwächer, langsamer und weniger belastbar. Schlimmer noch, es gab keine einfache Lösung. Das gesamte thermische Design des Fahrzeugs, das Batteriemanagementsystem und das Zellformat müssen überdacht werden, um die Umstellung auf Feststoffzellen zu ermöglichen. Tesla war darauf nicht vorbereitet. Tesla war nicht einmal nahe dran. Noch vor einem Jahr hatte Elon Musk die Festkörpertechnik als überbewertete Vaporware abgetan. Aber jetzt war es da. Er war authentisch. Und es war erfolgreich. Hinzu kommt, dass Tesla immer noch in der Lithium-Ionen-Ära verhaftet ist. Tesla wird nie in der Lage sein, mit dem Hersteller-Imperium zu konkurrieren. Die beste Batterie der Welt ist nutzlos, wenn sie nicht in großem Maßstab hergestellt werden kann. Die meisten Unternehmen scheitern daran. Die Herstellung von Prototypen ist einfach. Massenproduktion ist grausam. In der Produktion trifft die Realität auf Begeisterung. Und dort haben Nissan und Toyota die Oberhand. Die Japaner taten das, was sie am besten können. Leise, unermüdlich und weltweit bauen, während Tesla damit beschäftigt war, Produktankündigungen per Livestream zu übertragen und willkürliche Lieferziele zu erfüllen. Toyota hatte Jahrzehnte damit verbracht, die schlanke Produktion zu perfektionieren und war bereits der größte Automobilhersteller der Welt, gemessen am Volumen. Jeder Zulieferer wird überprüft. Jedes Verfahren wird optimiert und jede Sekunde zählt in der globalen Lieferkette, die ein Meisterwerk der Industriekunst ist. Mit Werken, die von Yokohama bis Tennessee mit chirurgischer Effizienz arbeiten, bietet Nissan, obwohl deutlich kleiner, ein vergleichbares Maß an Disziplin. Japan musste sich nicht beeilen, um mit der Herstellung von Elektroautos zu beginnen. Sie haben sich einfach angepasst. Die modulare Anpassungsfähigkeit war bereits ein Merkmal der Produktionslinien. Die Ausbildung der Arbeitskräfte war bereits im Gange. Die Versorgung mit Rohstoffen war bereits geregelt. Im Gegensatz dazu hatte Tesla Probleme, seinen eigenen Liefertermin einzuhalten. Gigafactories, die in weniger als einem Jahr fertiggestellt werden sollten, brauchten 2 Jahre oder mehr. Einige von ihnen waren nur halb geöffnet. Andere erreichten nicht ihr volles Potenzial. Die Verspätungen waren alltäglich. Autos blieben unzustellbar. Die Produktion wurde durch die begrenzte Kapazität der Batterien eingeschränkt. Das Schlimmste ist jedoch, dass Tesla nicht über die weltweite Lieferkette verfügt, die für einen raschen Übergang zu anderen Formen wie Festkörperbatterien erforderlich ist. Nissan und Toyota ergriffen eine unkomplizierte, aber katastrophale Maßnahme. Sie haben ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt.
die Zukunft zu gestalten und das Volumen zu erhöhen. Nicht nur Tausende von Einheiten. Millionen auf allen Kontinenten. Verfügt über ein gut ausgebautes Händlernetz, einen starken Kundendienst und eine zuverlässige Qualitätssicherung. Außerdem waren die Zahlen ehrlich. Ihr Preis pro Auto begann zu sinken. Die Montagezeiten verkürzten sich. Und schon bald machten sich die Größenvorteile bemerkbar. Sie bauten nicht nur schneller, sie bauten auch zu niedrigeren Kosten. Nissans heimlicher und tödlicher Angriff. Nissan startete einen Großangriff auf die Elektromobilität, während alle mit der nächsten großen Ankündigung von Tesla beschäftigt waren. Außerdem hat kaum jemand etwas bemerkt, bis es zu spät war. Es wurden keine ostentativen Grundsatzreden gehalten, keine theatralischen Voiceovers von AI. Nein, Elon. Neue Modelle finden langsam ihren Weg in die Ausstellungsräume in Asien, Europa und schließlich in Nordamerika. Außerdem erkannten die Verbraucher beim Anblick des Preisschilds, dass es sich nicht um einen Prototyp handelte. Der Hype war nicht echt. Es war ein Coup. Als Nissan Solid-State-Autos einführte, wurde der Markt überrascht. Das lag nicht daran, dass die Technologie unerwartet war. Doch weil das Geschäft still und leise vor sich ging, sie haben sich komplett aus dem Nachrichtenzyklus herausgehalten. Keine mysteriösen Tweets. Keine Vorbestellungen. Nur Warren. Akte, preiswerte und fahrbereite EVs. Und damit wurde der Marktanteil, die anfälligste Flanke von Tesla, direkt getroffen. Die enge Partnerschaft von Nissan mit Renault und Mitsubishi bildete die Grundlage für diesen verdeckten Angriff. Die drei Autohersteller teilen sich seit Jahren im Geheimen Zulieferer, Produktionsanlagen und Plattformen. Jetzt aber verfolgten sie ein einziges Ziel. Bevor Tesla jemals mit der Wimper zuckt, erschwingliche Elektroautos mit großer Reichweite auf allen wichtigen Märkten einzuführen. Und sie haben es mit brutaler Genauigkeit umgesetzt. Innerhalb weniger Wochen begann Nissans neues Portfolio Tesla in Europa, wo die Anreize für Elektroautos und die Infrastruktur wesentlich weiter entwickelt sind als in den USA, die Kunden in der Mittelklasse zu stehlen. Der Marktvorteil von Nissan bei Elektrofahrzeugen. Die Modelle von Nissan wurden in Südostasien, wo die Kosten entscheidend sind, mehr als 3-mal so oft verkauft wie die von Tesla. Darüber hinaus bot Nissans große Reichweite den Kunden einen deutlichen Vorteil in Nordamerika, wo die traditionellen Händler weiterhin den Schlüssel zu großen Verkäufen in der Hand haben. Sie können eintreten, sich das Fahrzeug ansehen, es ausprobieren und dann wieder gehen. Das war einfach zu viel für Teslas reine Online-Direktverkaufsstrategie, um mithalten zu können. Nissan lieferte das jetzt, während Elon noch auf der Bühne über die Zukunft diskutierte. Und Japan steht bereits in jedem Ausstellungsraum, während Tesla sich abmüht zu reagieren. Warum die Waffe gewartet hat. Nissan und Toyota wurden kritisiert, weil sie zu langsam waren. Als Tesla das Model S auf den Markt brachte, warb Toyota immer noch für Hybride. Nissan setzte sein Leaf-Programm diskret mit nur geringfügigen Verbesserungen fort, während Elon Solardächer und Millionen Meilen Batterien vorstellte. Branchenbeobachtern zufolge hinkt Japan hinterher, in der Vergangenheit stecken geblieben. Nicht bereit, der elektrischen Revolution ihre ganze Aufmerksamkeit zu widmen. Sie haben sich geirrt. Es gab keinen japanischen Rückstand. Sie warteten darauf, dass die Aufregung nachlässt, auf den Fortschritt der Technologie. Vor allem aber sollte die Öffentlichkeit der unausgereiften Funktionen und unerfüllten Versprechen überdrüssig werden. 2024 ist es soweit, die Verbraucher sind müde geworden. Softwareprobleme zermürbten die Kunden, schleppende Abrechnungen verärgerten sie und Preiserhöhungen demoralisierten sie. Frühe Anwender hatten es akzeptiert. Die breite Öffentlichkeit wünschte sich jedoch einen anderen Ansatz. Etwas Zuverlässiges. Das war der Moment, als Nissan und Toyota zuschlugen. 1000 zusätzliche Eigenschaften wurden von ihren Autos nicht versprochen. Sie versprachen Zuverlässigkeit, Erschwinglichkeit, Comfort. Außerdem, und das ist das Wichtigste, waren sie erfolgreich. Die Japaner haben nicht nur deshalb neue Autos auf den Markt gebracht, weil sie ihre Ankunft um die EV-Müdigkeit herum terminiert haben. Tesla hat durch sein Vorgehen den gesamten mittleren Markt verloren. Zur gleichen Zeit, als Elon sich auf Twitter streitet und versucht, die Kosten zu senken, um konkurrenzfähig zu sein, präsentieren Nissan und Toyota etwas, das weitaus gefährlicher ist. Habt Vertrauen. Alle waren von Tesla begeistert. Japan gab den Menschen ein Gefühl der Sicherheit. Und wenn sie ihr nächstes Auto kaufen und nicht ihr erstes, ist das wichtiger als jeder noch so große Rummel. Außerdem ist der K.O.,
Schlag nicht mehr nur ein technischer. Es ist wirtschaftlich tragfähig. Tesla ist nicht in der Lage, den Preiskampf bei Elektrofahrzeugen zu gewinnen. Der Konflikt, den Elon Musk nicht auszufechten gedachte, hat nun offiziell begonnen. Außerdem geht es diesmal nicht darum, wer das futuristischste Armaturenbrett oder das schnellste Auto bauen kann. Überleben ist hier das Ziel. Es war mehr als nur eine Schlagzeile. Als Nissan und Toyota bekannt gaben, dass sie neue Elektroautos mit einem Preis von unter $2.000 auf den Markt bringen werden. Es war ein Schlag, der das Geschäftsmodell von Tesla im Kern seiner Tätigkeit traf. In dem Moment, in dem diese Preise bekannt wurden, war Teslas Illusion, seine Produkte seien erschwinglich, gebrochen. Denn ich sage Ihnen die Wahrheit. Tesla kann sich auf keinen Fall auf einen Preiskampf einlassen, ohne sich vorher selbst die Kehle durchzuschneiden. Die Aufgabe von Tesla bestand schon immer darin, Premium-Elektroautos zu verkaufen. Das war die Identität des Unternehmens, Autos, die ästhetisch ansprechend sind, eine hohe Geschwindigkeit haben und mehr kosten als das durchschnittliche Jahreseinkommen der meisten Menschen. In einer Zeit, in der die einzigen verfügbaren Optionen schwerfällige, unentwickelte Elektrofahrzeuge waren, die von vorsichtigen, alten Autoherstellern produziert wurden, erwies sich das Konzept als produktiv. Andererseits haben Nissan und Toyota die Dynamik gerade völlig verändert. Es handelt sich dabei nicht um Autos, die den Vorschriften entsprechen, sondern um abgespeckte Fahrzeuge. Sie verfügen über alle Funktionen, werden mit Solid-State-Technologie betrieben und sind ideal für die Mittelklasse auf der ganzen Welt. Ich mag, wie sie aussehen. Ihr Fahrverhalten ist überragend. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist, dass die Preise auf der Wahrheit und nicht auf Fantasie beruhen. In der Branche waren die Gewinnspannen von Tesla pro Fahrzeug über mehrere Jahre hinweg konstant an der Spitze. Tesla machte in der Regel mehr als $8.000 pro Auto, im Gegensatz zu Firmen wie Toyota und Honda, die rund $1.000 pro Fahrzeug verdienten. Dank dieser Gewinnspanne konnte Elon seine ehrgeizigen technologischen Vorhaben finanzieren, für Upgrades bezahlen, die über die Luft geliefert wurden, und seine weitreichende Vision einer Zukunft unterstützen, in der alles völlig autonom ist. Aber diese Gewinne hatten ihren Preis. Er ist exklusiv. Tesla hat nie ein Fahrzeug für den Mainstream-Markt produziert. Das versprochene Model 2 ab 25.000 kam nie zustande. Im Moment wird der Cybertruck noch in begrenzter Zahl ausgeliefert. Außerdem kann Tesla jetzt, da Japan den Markt mit zuverlässigen und preisgünstigen Elektrofahrzeugen überschwemmt, nicht einfach die Preise senken, um konkurrenzfähig zu bleiben. Wenn sie das tun, werden die bekannten Gewinnspannen plötzlich verschwinden. Es wird immer schlimmer. Trotz der Tatsache, dass es früher als bahnbrechend angekündigt wurde, arbeitet das vertikal integrierte Geschäftsmodell von Tesla derzeit tatsächlich gegen das Unternehmen. Tesla hingegen wird durch eine proprietäre Lieferkette behindert, die für Premiumpreise entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Toyota, das sich die enorme Größe und die Allianzen in Asien zunutze machen kann. Das Volumen ihrer Gigafactories ist auf die Produktion zugeschnitten. Die Haushaltsgröße ist jedoch nicht dasselbe wie das Volumen mit hoher Gewinnspanne. Wenn die Gewinnspannen sinken, wird es immer schwieriger. Die Kosten für Batterien, die Beschaffung von Rohstoffen und die Logistik der Lieferung unter Kontrolle zu halten. Aus demselben Grund produzieren Technologieunternehmen nur selten preisgünstige mobile Geräte. Sie waren nicht für diesen Zweck vorgesehen. Als Reaktion darauf versuchte Tesla, die Preise für das Model 3 und das Model Y zu senken, was jedoch nur dazu diente, die Schwachstelle aufzudecken, die das Unternehmen zu verbergen versucht hatte. Kunden, die in den letzten Monaten Teslas gekauft hatten, erlebten einen rapiden Wertverlust ihrer Fahrzeuge. Der Wert des Wiederverkaufs sank, die Loyalität kam und ging, und plötzlich erschien eine Marke, die zuvor als luxuriös gegolten hatte, wie eine verzweifelte Marke. In dieser Zeit brachten Toyota und Nissan nicht nur günstigere Autos auf den Markt. Sie brachten auch bessere Fahrzeuge auf den Markt. Batterien, die feststoffbetrieben sind, lädt in weniger als 10 Minuten auf. Hohe Bewertungen für die Sicherheit. Erfordert wenig bis keine Wartung. Diese Automobile waren nicht nur preisgünstig. Sie hatten hochgesteckte Ziele zu erreichen. Tesla befindet sich also in einer Zwickmühle. Ohne in Konkurs zu gehen, können sie ihre Preise nicht senken. Es ist für sie unmöglich, die Preise zu erhöhen, ohne einen gewissen Marktanteil aufzugeben. Das Schlimmste ist, dass sie ihren Kundenstamm bereits darauf eingestellt haben, dass sie mit niedrigeren Kosten rechnen müssen. Während Tesla in Panik gerät,
verhandelt Japan bereits über Geschäfte, verkauft Fahrzeuge und legt die Zukunft in ihre Hände. Die Falle hat sich nun geschlossen. Doch der Kampf ging nicht nur in den Ausstellungsräumen verloren. Mit jedem Tweet, der verschickt wurde, ging er vor den Augen der ganzen Welt verloren. Elon Musks Fall als Teslas Ikone. Vor nicht allzu langer Zeit hatte eine einzige Aussage von Elon Musk das Potenzial, Schockwellen über das Silicon Valley und die Wall Street zu senden. Bei der Ausarbeitung von Plänen für die Zukunft wurden seine Worte als Evangelium anerkannt. Die goldene Zeit ist jedoch zu Ende gegangen. Derzeit besteht die Gefahr, dass das öffentliche Image von Musk die Erfolge von Tesla in der Informationstechnologie überschattet. Der Kauf von Twitter im Jahr 2022 markierte den Beginn des vollständigen Zusammenbruchs der Situation. Was als gewagter Schwenk angekündigt war, wurde schnell zu einem Sumpf aus Moderationskontroversen, Massenentlassungen und einem nicht enden wollenden Strom von umstrittenen Äußerungen, die die weltweiten Schlagzeilen beherrschten, sagte der Sprecher auf Nachfrage. In der Zeit, in der Musk mit inhaltlichen Kontroversen und prominenten Fäden konfrontiert war, liefen die Tesla-Fabriken weiter, wenn auch ohne die volle Aufmerksamkeit der Geschäftsführer. Die Unsicherheit nahm nicht nur in den Vorstandsetagen, sondern auch auf dem Börsenparkett zu. Die einst ein Zeichen von Einfluss waren, heute aber ein Barometer für Unruhe sind. Vorschriften wurden untersucht, Autopilot-Vorwürfe wurden erhoben und die Sicherheitsbedenken nahmen zu. Jede neue Anfrage schien ein weiterer Riss in der Fassade der Unbesiegbarkeit zu sein, die präsentiert wurde. Mit der Zeit wich die Bewunderung des Publikums in den sozialen Medien einer Karikatur. Schneller als jeder Teaser für eine Produkteinführung verbreiteten sich im Internet Memes, die Musk als kapriziösen Spaßvogel darstellten. Autoren aus dem Technologiebereich, die früher seinen Ehrgeiz lobten, kritisieren heute sein Urteilsvermögen. Selbst Aktionäre, die dem Unternehmen schon lange die Treue hielten, sicherten sich ab und lenkten ihre Gelder auf stabilere Konkurrenten um. Während chinesische Champions wie BYD heimlich ihre weltweite Reichweite ausbauten, nutzten multinationale Konzerne wie Toyota und Volkswagen die Chance, Festkörperbatterien und Ladenetze voranzutreiben. Tesla, das früher für rekordverdächtige Reichweiten und innovatives Design stand, drohte zu einer mahnenden Fußnote zu werden, da die Geschichte des Unternehmens von Musks persönlichen Rachefeldzügen überlagert wurde. Während er sich mit den Aufsichtsbehörden anlegte, sich über Wissenschaftler lustig machte und im Internet einen politischen Krieg vom Zaun brach, wurde seine Begeisterung für Erfindungen von Schlagzeilen überschattet, die über den jüngsten Stunt berichteten. Es ist eine Ironie des Schicksals, dass viele der wichtigsten Meilensteine von Tesla, wie Fortschritte in der Batteriechemie, versteckte Software-Durchbrüche und das Erreichen der vollen Kapazität der neuen Gigafactories, ohne öffentliche Ankündigungen oder Feierlichkeiten stattfanden. Andererseits blieben solche technologischen Errungenschaften unerkannt, weil Musk nicht anwesend war und sich hinter Tweets und Theatralik versteckte. Gegenwärtig überdenken Regierungen und Branchenführer ihre Loyalitäten. Die Entwicklung einer neuen Generation von Elektroautos ist im Gange, und Anreize fließen in Richtung der Wettbewerber, die klare Entwicklungspläne haben. Das Kapitel von Musks Leben als unantastbarer Visionär neigt sich dem Ende zu und wird durch ein gefährlicheres Kapitel ersetzt, in dem die Fehler des Helden das von ihm errichtete Imperium zu Fall bringen. Was danach passiert, ist ungewiss, aber eines ist unbestreitbar: die Zeit des unantastbaren Charmes, den Musk besaß, ist einem Zeitalter der Verantwortung gewichen. Tesla wird zwar weiter existieren, aber seine Zukunft hängt nicht mehr von der aufgeblasenen Persönlichkeit einer einzelnen Person ab. Der Schalter wurde von den Regierungen umgelegt. Am Anfang war es ganz still. Kein weiteres Wort des Lobes aus Washington. Keine Fototermine mit europäischen Ministern mehr, wenn es um Tesla geht. Danach wurde die Stille von etwas abgelöst, das deutlicher zu hören war. Von der Bildfläche verschwunden. Regierungen, die Tesla bisher als das goldene Kind des umweltfreundlichen Verkehrs angesehen hatten, begannen nach und nach ihre Meinung zu ändern. Und im Zentrum dieses Wandels steht Japan. Subventionen, die für Teslas Automobile vorgesehen waren, begannen fast sofort zu verpuffen. In den Vereinigten Staaten wurden die Voraussetzungen für die Gewährung von Steuergutschriften verschärft, und die teureren Modelle von Tesla waren nicht mehr förderfähig. Indem Automobilhersteller wie Toyota und Nissan für ihre umweltfreundlicheren Produktionsmethoden und eine nachhaltigere Beschaffung belohnt werden, wurden in Europa Emissionsgutschriften eingeführt.
Als es um Infrastrukturprojekte in Asien ging, begannen staatlich geförderte Initiativen, japanischen Partnerschaften den Vorzug vor Teslas Direktvertrieb zu geben. Der Akt der Sabotage war nicht offenkundig. Die Vorgehensweise war eine chirurgische Umlenkung. Darüber hinaus wurden die Aufsichtsbehörden auf die zahlreichen nicht eingehaltenen Versprechen von Tesla aufmerksam. Vollständige Software für autonomes Fahren, die nie vollständig entwickelt wurde. Die geprüften Sicherheitsbehauptungen erwiesen sich als unbegründet. Und Recycling-Initiativen für Batterien, die letztlich nicht skalierbar waren. Dies waren nicht die einzigen Ziele, die verfehlt wurden. Ihre Anwesenheit war eine Belastung. Diejenigen Gesetzgeber, die Tesla zuvor in Gesprächen über umweltpolitische Maßnahmen erwähnt hatten, stellten das Unternehmen nun als Beispiel dafür dar, was nicht getan werden sollte. Andererseits verfügten Toyota und Nissan über etwas, das Tesla nie ganz hatte perfektionieren können: Diplomatie, insbesondere auf politischer Ebene. Der Einfluss, den sie besaßen, war etwas, das Tesla nicht hatte: ihre Kontakte zu Regierungen, lokalen Zulieferern und internationalen Handelsgruppen hatten sich über Jahrzehnte angesammelt. Es gab eine schnelle Verschiebung der Position Japans an der Spitze des Tisches, als globale Standards für Elektrofahrzeuge aufkamen. Tesla hingegen wurde als Außenseiter betrachtet. Am aufschlussreichsten war wohl die Verschiebung im globalen Handel. Zur gleichen Zeit, als die Vereinigten Staaten neue Zölle einführten und Europa die Einfuhren von Elektrofahrzeugen aus China überprüfte, stellte sich Japan heimlich auf die Seite beider Seiten. Nissan handelte eine Reihe von Vereinbarungen über die Beschaffung von Batterien in Indien und Afrika aus. Infolge der Ankündigung von Toyotas Plänen zur Ausweitung der Produktion von Elektrofahrzeugen in Europa erhielt das Unternehmen Anreize in Höhe von mehreren Milliarden $. Auf der anderen Seite sah sich Tesla mit zunehmenden Beschränkungen, einer Einschränkung seiner Expansionsmöglichkeiten in Indien und Misstrauen in Kanada konfrontiert. Die Politik war von Anfang an Teslas einzige Geheimwaffe. Bis dies nicht mehr der Fall war. Als sich der politische Wind schließlich drehte, befand sich Tesla in einer isolierten Position. Der ausschlaggebende Faktor wurde jedoch nicht in einer Presseerklärung mitgeteilt. Im Privaten fand es hinter verschlossenen Türen statt. Wo alles anfing, es war der Tag, an dem Tesla einen Fehler machte. Es war nicht einmal laut, keiner hat es bemerkt. In einem abgelegenen Sitzungssaal war Elon Musk jedoch nicht in der Lage, die Zukunft zu retten. Während er sprach, legte der Vorstandsvorsitzende von Toyota eine USB-Diskette auf den Tisch gegenüber von ihm. Was für ein Pitch! Es gibt keinen Hype. Nur eine fertige Festkörperbatterie in ihrer Gesamtheit. Die Ladezeit beträgt 10 Minuten. Es gibt kein Kobalt. Es gibt keine seltenen Erden. All das, was Elon versprochen hatte. Aber dieses Mal war es ein echtes Ereignis. Dies alles wurde von Koji eingerichtet. Die Zeitpläne für die Produktion, Partner aus aller Welt in den Fabriken, behördliche Genehmigungen und deren Einhaltung, auch die Zusammenlegung von Händlerbetrieben. Es war Elons Versuch, Löcher zu stopfen. Vor vielen Jahren war jedoch jedes einzelne Loch repariert, geflickt und befestigt worden. Zu der Aussage von Koji, wir haben uns nicht beeilt, weil wir es nicht nötig hatten, rührte sich nichts im Raum. Er war sich dessen bewusst. Dies war das Ende. Zur gleichen Zeit, als Musk die verschlossene Tür der Vorstandsetage hinter sich ließ, wurde bereits das nächste Kapitel in der Geschichte des Automobils geschrieben. Wenn er hier wäre, verliert Elon Musk seinen Vorsprung? Oder ist das nur der Treibstoff für seinen nächsten großen Schritt? Sagen Sie es uns in den Kommentaren. Wenn Sie Underdog-Geschichten und elektrische Showdowns lieben, drücken Sie den Gefällt mir-Button. Abonnieren Sie und machen Sie sich bereit für die nächste große Wendung im EV-Rennen. Bis dahin sollten Sie Ihre Augen auf die Straße richten. Die EV-Revolution hat gerade erst begonnen.